Hallo und herzlich willkommen bei ePIG. Wir sind auf der IWA 2019 hier am Stand von FK mit der FK BRNO, der neuen Pistole. Wir haben hier den Phil. Hallo Phil. Hallo. Nice to meet you. Nice to meet you. Guten Tag. Und er wird uns jetzt die FK BRNO zeigen. So, what can you tell us about this pistol? The 7.5mm is absolutely a fascinating round. I kind of equate that to you're carrying an AK-47 in a concealed carry handgun platform. The energies that this firearm can create, 880 foot-pounds, it's just mind-blowing that you can achieve that kind of ballistics out of a handgun. 880 foot-pounds, 2.5 times more than a 45 AC. Also, es gibt ein ganz neues Kaliber, das ist 7,5 FK. Das hat 880 Foot-Pound, wir sagen euch, was das in Joule sind. Und es ist quasi mehr als doppelt so viel wie eine 45 ACP Kaliber. Das heißt, man hat quasi eine versteckbare, also eine konzilbare AK in der Hosentasche. This is originally designed as a personal security detail firearm to it can actually reduce the liability because you can control your fire. It's very accurate out to 100 meters. You can get some good controlled torso shots, if you will. Shutting down your threat against those that are wearing anything from light armor to vehicles that penetrate doors, especially in the 7.5. That's a very flat shooter, very fast moving around. Comes out of the muzzle at 2,000 feet per second. It's like a short PDB. It's like personal defense work. That's the mindset. More for like security details. Die Waffe wurde entwickelt zum Selbststurz für Securities quasi. Sie ist sehr flach schießen, gerade mit dem 7,5er Kaliber. Kann damit bis zu 100 Metern saubere Schüsse machen, da die ballistische Kurve sehr, sehr flach ist, schießt sehr flach und man hat dann auch hinter einem Fahrzeug mit den keinen Schutz, weil es einfach durchgeht durch das kleine Kaliber, auch durch leichten Körperschutz, leichten Body Armor. So this will be available in the next couple of months. The first generation, if you will, is all steel frame, so a little more expensive, but with this polymer frame, now it's going to be a lot lighter weight, considerably lighter, shorter barrel by 1 inch. I don't know the metrics. So it's a little bit shorter in the barrel, same grip. But what's nice about this is also now we have the attachment for a shoulder step. So we can get more controlled fire here versus offhand shooting, one-hand shooting, anything like this. Now it does have the attachment for a shoulder step. Das ist jetzt schon die zweite Generation der Waffe. Die erste war 1 Zoll länger, also 2,5 Zentimeter grob und hatte ein Stahlgriffstück. Das ist jetzt aus dem Polymer, ähnlich wie Glocks, ja, 1 Zoll kürzer und hat jetzt einen Attachment-Punkt, also die Möglichkeit, eine Schulterstütze dran zu machen, dass man natürlich einen Referenzpunkt mehr noch in der Schulter hat und die Waffe noch sicherer schießen kann, also noch präziser in die große Entfernung. The nice feature of this new addition here with the polymer frame is it's also including 2 barrels and 4 magazines. So it comes standard with the 7.5mm, but then you get a choice between the 9mm and the 10mm round as well. So you're kind of getting 2 guns in one. In about 30 seconds, you can change out the whole platform. You change out the barrel, change out the magazine, you have a new different gun. So even for like, if you need to save some money, you can just shoot the 9mm, right? Stay at the range, much more economical. And then for on the business end, switch to the 7.5mm. Wenn die Waffe kommt, standardmäßig mit 2 Läufen und 4 Magazinen. Und die Läufe sind immer, einer davon ist dieses 7,5 mm. Und da das ein bisschen schwieriger zu beschaffen und auch ein bisschen teurer ist, kann man fürs Training entweder auf einen 9 mm oder auf einen 10 mm Lauf wechseln. Das kann man sich dann aussuchen, mit welchem man das zusätzlich noch holt. Und gerade mit dem 9 mm kann man dann sehr, sehr günstig trainieren. Und dann, wenn das Leben davon abhängt, kann man wieder auf das 7,5 mm im Dienst oder Einsatz dann drauf gehen. One great feature about this is the recoil. The rod is right down here. It's nice and low. What's nice about this, it also has a weight in the front here. So it's a pretty considerable weight here.
keeps that firearm nice and balanced. You get less recoil because of the weight of the front. And also the recoil, that rod is down low, so the energy is coming more into the hand. You get less flip. You get less recoil, perceived recoil. Does that make sense? Yeah. So you're straight in here and it comes straight back. So this isn't a cosmetic thing, this is actually a function. Man sieht hier, es ist ziemlich bulkig, weil hier unten noch ein Gewicht drin sitzt. Das nimmt ein bisschen vom Rückstoß weg und dadurch, dass Masse unten sitzt, geht die Hand direkt unten in den Griff. Und das heißt, man hat einen tiefen Schwerpunkt. Das heißt, die Waffe hat keinen so hohen Hochschlag, sondern geht eher in die Hand rein. One good thing about the options you have for sights here is that this easily changes out to put a red dot sight on there. 2 screws, done. You can put on your red light, laser optic. But I like these, the ghost ring sights, and then the diamond. Really quick acquisition. You're really good out to a strong 25 meters. It's very intuitive shooting here. So put the red diamond in the ghost sight, spot on. Es ist Optics ready, also es ist vorbereitet, dass man dort ein Rotpunktvisier drauf machen kann für Pistolen, ein kleines. Hat aber auch eine neuartige Visiereinrichtung mit vorne einem roten Diamanten und hinten eine Piepsight, also ein Loch, durch das man durchschaut, quasi eine Lochkimme. Quasi wie auf Gewehren, auf Rifles ähnlich. Dadurch hat man eine höhere Präzision und ist auf 25 Meter eingeschossen. Kann man sehr, sehr präzise Schüsse damit dann machen. You also have the option of getting a very fine front sight and fine rear sight. So if you need to get out more long range, you can get that option as well. So it's really kind of designed to how you can design this firearm to what your needs are. Especially when you work with stock attached. Es gibt dann auch noch eine zweite, es gibt mehrere Visiermöglichkeiten davon, unter anderem auch mit einem feineren Monsterzeit und mit einer kleineren Lochkimme. Das ist dann für die weiteren Schüsse, also quasi für die 100 Meter Schüsse dann ausgelegt. Gerade wenn man mit dem Anschlagschaft arbeitet, hat man so dann ein besseres Schussbild auf die 100 Meter. Okay. Another fascinating point of this is considering how high pressure this is, 7.5 mil, it's very high pressure, but the recoil is pretty much minimized by the weights and then the lower recoil spring, but the barrel life is a strong 20,000 rounds. You can expect at least 20,000 rounds out of this, which is pretty fascinating to have. I mean, it's a nice heavy barrel, so I like the high round count you can get out of this. You can get some good life out of this barrel considering the high pressures. Obwohl das jetzt einen sehr hohen Gasdruck hat, ja, und mit einer hohen Geschwindigkeit das Geschoss den Lauf verlässt, hat es auch einen sehr hohen, der Lauf hat eine sehr hohe Lebensdauer. Von mindestens 20.000 Schüssen wird angegeben. Ja. Und das ist sehr beeindruckend für die Materialbelastung, die auf diesem Lauf dann liegt. The trigger, this is a single action, so you got the nice consistent trigger press, and I got my kilos in my Imperial, right? I think it's 2.2 kilograms on the trigger press. That's 4.5 pounds? Yes. Okay. Yep. So it's a nice, clean, crisp trigger as well. Okay. Das ist eine Single-Action-Only-Waffe, also man hat immer den gleichen Abzugswiderstand, da der Hammer gespannt sein muss, um die Waffe zu schießen, mit ungefähr 2,2 Kilo Abzugsgewicht. Also auch ein sehr geringes Abzugsgewicht für eine Dienstpistole, mit der man dann auch diese präzisen Schüsse umsetzen kann. This isn't just, the 7.5mm isn't just for personal defense or personal security details. Where legal, this is a great application for small game or medium game hunting as well. This will take down deer, chinking, Hogs, pigs, Schweine. Hogs, pigs, yeah. So still, we're legal. This has a good application for hunting as well. Ist nicht nur für die Selbstverteidigung gedacht, das Kaliber 7,5, sondern durch die hohe Geschwindigkeit und die Geschosse, die es dafür gibt, kann es auch da, wo es legal ist, als Jagdwaffe eingesetzt werden. Das ist jetzt in Deutschland bei uns nicht der Fall, aber rein theoretisch kann man damit kleine Rehe auf jeden Fall jagen. Und thank you, Phil. Und bam! Und dann Vollgas.
Das ist jetzt schon die... The rod is of this barrel, considering the high pressure.